Auf dem Weg zum Tatort. Ein Callcenter irgendwo im Ausland, spezialisiert auf sogenannte Schockanrufe. Die Szene ist gestellt, aber um zu verstehen, warum so viele auf die neue Betrugsmasche reinfallen, wollen wir die Täter sichtbar machen. Ja, hallo Oma. Ja, weißt du, wer hier ist? Ja, genau, der Marcel. Oma, ich hab einen Unfall gehabt. Ich habe ein Kind totgefahren. Das Mädchen ist tot. Oh Gott, Oma, du musst mir helfen. Bitte. Fast 200.000 € erbeuten Unbekannte mit solch krassen Schockanrufen erst vor einigen Tagen in Gießen. Und auch Ilse Gampfer in Heusenstamm hat erlebt, wie sehr die Täter ihre Opfer unter Druck setzen. Das ist einem schon an die Substanz gegangen. Also da habe ich gedacht, da wärst du verrückt, ne? Bei ihr sind die Anrufer besonders dreist. Immer wieder probieren sie der Rentnerin Geld abzuluxen. Mal meldet sich der vermeintliche Enkel, mal eine Bekannte. Sie hat in Frankfurt einen Unfall gehabt und sie ist jetzt auf dem Polizeirevier und sie kommt da nicht raus. Kannst du mir Geld leihen? Und da geht erstmal das Herz hoch. Doch die Rentnerin fällt nicht auf den Trick rein. Sie hat solche Anrufe schon zu oft bekommen und will den Gaunern endlich eine Falle stellen. Filmreif weinen und schreien diese am Telefon, spielen sogar Polizeisirenen ein. Wie täuschend echt das klingt, zeigt uns Schauspieler Christian Sattler. Die Polizei will mich verhaften. Ja, hörst du das Polizeiauto? Oh Gott. Meine Ausbildung, mein ganzes Leben ist verpfuscht. Oma, ich brauche 25.000 € Kaution. Ich kann Mama und Papa nicht erreichen. Bitte, Oma, bitte hilf mir. Ihre Opfer finden sie meist im Telefonbuch. Sie suchen nach altdeutschen Vornamen. Ilse Gampfer glaubt der Anruferin nicht, als diese weinend Geld für eine Kaution fordert. So aus Spaß habe ich gesagt, ja, so 20.000 könntest du kriegen. Da sagt sie, ja, du, die Idee, die ich nehme. Und dann habe ich gedacht, so, das ist es jetzt, ne? Das ist so eine. Was die Täter nicht wissen, während die 75-Jährige mit ihnen spricht, schaltet sie parallel die Polizei ein, heimlich per Handy. Über Stunden spielt sie dann den Lockvogel bis zur Geldübergabe am Abend. Hier ist die Frau Gampfer. Und dann bin ich runter, dann kam der dann da, hat die Tasche aufgemacht. Da sollte ich das Geld reintun, den Umschlag, den habe ich da reingetan und dann wurde er festgenommen. Also da muss ich sagen, da ist mir schon das Herz ganz schön gegangen. Also da war ich dann schon fertig, ne? Und auch die Polizei Offenbach ist ganz schön überrascht, wie cool die Seniorin mal soeben den Betrügern die Tour vermasselt. Sie hat uns informiert, damit hat sie alles richtig gemacht und dank ihres Anrufes konnten wir tatsächlich einen mutmaßlichen Geldabholer vorläufig festnehmen. Ein junger Frankfurter, dem jetzt der Prozess gemacht wird. Eine $500.000 € ergaunerten Betrüger vergangenes Jahr durch Schockanrufe in Hessen. Dieses Jahr wird der Schaden deutlich höher sein, schätzt die Polizei. Unseren Schauspieler wundert das nicht, nachdem er selbst in die Rolle der Täter schlüpfte. Ich denke schon, dass die emotionale Manipulation dahinter schon das Erfolgskonzept ist. Die Eltern von dem toten Kind wollen auch Geld von mir. Deine Bank ist doch ganz in deiner Nähe, Oma, bitte. Emotional schwer, das zu spielen, weil ich dann natürlich auch an meine eigene Oma denke und da auch Angst habe, dass sie da auf sowas reinfallen könnte. Und die fiese Masche ist kaum zu stoppen, weil die Täter meist im Ausland sitzen und deshalb nur ganz schwer zu schnappen sind. Ilse Gampfer ist daher stolz, jetzt immerhin einen Handlanger überführt zu haben. Ich war dann so richtig happy gewesen. Ich habe gedacht, der kann den Nächsten wenigstens nicht mehr dran kriegen, ne? Nach der Festnahme riefen übrigens direkt die nächsten Betrüger bei ihr an. Es gibt viele Trittbrettfahrer, sagt die Polizei. Weil das selbst der taffen Senioren irgendwann zu bunt wurde, bleibt ihr Telefon nun erstmal abgeschaltet. Tolle Geschichte. Schönen guten Abend, Silvia Jakob, kriminalpolizeiliche Beraterin bei der Polizei Mittelhessen. Hallo. Herzlich willkommen. Frau Jakob, wir haben echt schon oft darüber berichtet. Sie warnen ständig davor. Was glauben Sie, warum ist diese Masche immer noch so erfolgreich? Weil die Täter einfach so überzeugend sind. Wir haben es ja jetzt gerade wieder gehört und wir können uns alle nicht davor verschließen, wenn dann so eine weinende Stimme erstmal am Telefon ist und ich habe das Gefühl, das könnte wirklich jemand sein, den ich kenne, der mir nahe steht, dann geht uns allen erstmal die Pumpe so ein bisschen. Ne? Genau, und wir haben es jetzt auch hier im Studio wieder gemerkt. Also man merkt es an sich selbst. Selbst wenn man weiß, das ist ein Schauspieler, irgendwie ergreift es einen. Ne? Ja. Also sehr realistisch, das ist so ein Punkt.
Was hat das für eine Wirkung auf die Leute zu Hause? Ja, also die sind unter Druck. Die sind unter Druck. Das Emotionale ist auf jeden Fall ganz groß. Die wollen helfen. Und mir erzählen die Opfer dann immer, sie waren wie in so einem Tunnel. Sie kannten die Masche zwar, aber das war so überzeugend am Telefon. Da waren sie wie in einem Tunnel. Mir hat ein Opfer erzählt, ich habe nur noch meine Enkeltochter gesehen, wie die da weinend auf der Polizei sitzt. Und ich habe gedacht, du musst das Kind da rausholen, du musst dem Kind jetzt einfach helfen. Wahnsinn. Also wir wollen jetzt mal gucken, dass wir heute wirklich weiterkommen, dass es nicht mehr passiert. Also was ist vielleicht wichtig zu wissen, was gibt es in Deutschland nicht? Die Kaution. Ne? Also definitiv, es gibt keine Kautionszahlung bei der Polizei, um jetzt irgendjemanden da wieder rauszuholen. Also sobald es um eine Geldforderung am Telefon geht, sollten alle Alarmglocken angehen und man sich erst noch mal irgendwo anders rückversichern und schon gar niemandem irgendwo an der Tür Geld geben. Gut, und Sie haben gesagt, es gibt einen Fall, also was weiß ich, so ein Haftbefehl oder sowas, aber da kann derjenige selber noch anrufen. Genau, also, richtig. Der tatsächlich realistisch wäre. Genau, wenn es wirklich tatsächlich ist, dass irgendwas bezahlt werden muss, weil ein Haftbefehl offen ist oder irgendwelche Verkehrsordnungswidrigkeiten oder sowas, dann ruft derjenige aber selber an. Und deswegen auch, wenn jemand anruft und meldet sich nicht mit den Namen, da sollte man schon vorsichtig sein. Okay. Wie sollte man sich verhalten, wenn so ein Anruf kommt? Also in der Regel am besten wirklich sofort auflegen, erstmal das Gespräch beenden. Weil das war zwar toll, was hier in dem Film gezeigt wurde, das hat die Frau super toll hingekriegt, aber wie gesagt, viele Opfer sagten mir, die waren dann so überzeugend, die Täter, und ich habe dann irgendwann wirklich geglaubt, dass das so passiert. Und deswegen am besten das Gespräch sofort beenden, den angeblichen Verwandten, Bekannten vielleicht direkt mal zurückrufen und wenn ich den nicht erreiche, wirklich die 110 bei der Polizei anrufen. Und Sie sagen ja auch, Sie finden es besser, sich nicht mit dem Namen zu melden, sondern einfach mit Hallo. Genau, richtig, mit Hallo, dann hat der Täter ja schon keinen Anhaltspunkt. Wer ist denn da überhaupt am Telefon? Und dann fragen die ja manchmal, sagen die manchmal, ich bin's, hat er ja eben auch so gemacht. Genau. Und dann sagt man, ach, der Marc oder so. Genau, ne? genau. Also das ist auch schlecht, dann so Namen preiszugeben. Ja, genau. Deswegen, also das ist auch immer was. Die Opfer erzählen immer, der wusste ja alles von mir. Das ist aber tatsächlich immer nur das geschickte Nachfragen der Täter. Ja. Und deswegen, wir empfehlen zum Beispiel auch, sich mal einen männlichen, einen weiblichen Vornamen aufzuschreiben, neben das Telefon zu legen, den es im eigenen Bekannten- und Verwandtenkreis überhaupt nicht gibt. Und wenn dann wieder einer anruft und sagt, hallo, ich bin's, oder rate mal, wer dran ist, oder wer könnte ich denn sein, einfach einen von diesen beiden Namen nennen. Also als Test? Als Test. Und wenn die dann drauf eingehen und sagen, ja, genau, der bin ich, dann können sie sofort kommentarlos auflegen. Muss man schon so ein bisschen abgezockt sein. Ja. Aber das wäre jetzt was gewesen, ne? Für die Dame aus Heusenstamm. Hätte es geschafft, genau. Genau. Man kann ja auch vorher mit Familienmitgliedern, mit den Enkeln was ausmachen. Genau, also mit den Enkeln oder mit älteren Verwandten wirklich ausmachen. Ich melde mich immer mit Namen, wenn ich bei dir anrufe. Also wir machen nicht solche Spielchen, rate mal, wer dran ist oder hallo, ich Hasse bin's. Furchtbar, genau. Ich liege auch immer daneben. Genau. Und dann auch vorher absprechen, wenn ich wirklich mal Geld brauchen sollte. Wir machen das niemals über das Telefon. Okay. Wir machen das nur, wenn wir uns sehen. Ist auch gut, und ja. wirklich niemals irgendwelchen Fremden auch das Geld übergeben. Wenn es schiefgegangen ist, leiden die Opfer fürchterlich, Ja. die schämen sich total, dass sie irgendwie unter Umständen viel Geld verloren haben. Wie geht man als Angehörige damit um? Also bitte keine Vorwürfe machen. Also die wissen selber, dass sie was verkehrt gemacht haben und dann noch die Vorwürfe, das braucht sich keiner antun. Dadurch, dass teilweise wirklich ein psychischer Schaden auch entstanden ist bei den Opfern, es gibt auch Opferhilfeeinrichtungen, wie zum Beispiel den Weißen Ring, sich ruhig mit denen in Verbindung setzen und sich auch ruhig Hilfe holen, wenn man da das Bedürfnis hat. Hat man eine Chance, das Geld irgendwie wiederzukriegen? Sehr schlecht. Sehr schlecht. Ja. Sitzen meistens ins Meistens Banden im Ausland, und so. ne, das wird dann sofort weitergegeben. Und wenn dann kann man den Abholer eventuell noch festnehmen, wie jetzt in diesem Fall. Das war jetzt sehr viel Glück, aber in der Regel sieht das schlecht aus. Okay. Danke, Frau Jakob. Also, gerne. jetzt passiert es nicht mehr. Vielen Dank. Ja. Also, am besten legen Sie wirklich gleich auf oder Sie legen sich 2 schöne Vornamen parat und testen den Anrufer mal. Nervenschonender finde ich allerdings die erste Variante.